Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und vor kurzem haben wir ein Video gedreht über alle Bosch Schlagschrauber, die es momentan auf dem Markt gibt. Denn Bosch hat ja jede Menge neue Schlagschrauber auf den Markt gebracht auch. Und da ist uns aufgefallen, sag mal, haben eigentlich die anderen auch neue Schlagschrauber rausgebracht? Und da haben wir gemerkt, ja, eine riesige Menge von neuen Schlagschraubern sind 2025, also in den letzten Monaten hier, auf den Markt gespült worden. Dann haben wir aber auch gemerkt, alle kriegen gar nicht auf den Tisch, weil es gibt zum Beispiel obskure Monster von Makita zum Beispiel. Das große 4000 Newtonmeter Monster, das passt aber auch irgendwie gar nicht hier rein. Und ganz ehrlich, wie viele von euch brauchen schon 4000 Newtonmeter? Und wenn du es brauchst, schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Wir schauen uns die Geräte an. Ein paar obskure Modelle haben wir auch dabei, obwohl es gar nicht so aussieht. Das alles in diesem Video. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Heute wieder ein Video für echte Werkzeugfans. Heute gibt es eine Menge zu entdecken. Wir haben einen Schlagschrauber zum Beispiel mit 6 Stufen. In der Regel haben die 3 oder 4, manche sogar nur 2. Wir haben den ersten hydraulischen Schlagschrauber hier. Wir haben einen Schlagschrauber, mit dem du jede Menge einstellen kannst und sogar dir hinterher eine PDF runterladen kannst, wie viel du alles geschraubt hast. Und wir haben einen absoluten Preis-Leistungsbrecher und das schauen wir uns heute in diesem Video an. Fangen wir hier mit Ryobi an und der ist gleich ein richtiger Kracher. Warum? Nicht, weil er sehr besonders ist, sondern weil er ist ein Preis-Leistungskracher. Wir haben hier ein Gerät mit 900 Newtonmeter Lösemoment und 700 Newtonmeter Anzugsmoment. Und das Ganze bekommst du für 180 €. Das muss man sich wirklich mal überlegen, weil 180 € bekommst du bei Bosch zum Beispiel nur 350 Newtonmeter Anzugsmoment oder zum Beispiel der große 750er hier, der mit dem ja vergleichbar ist, der kostet schon 100 € mehr, sind wir bei 280 €. Insofern ist das schon wirklich gut, auch nach hier hinten. Das wird immer nur noch teurer. Das heißt also, wir haben hier einen echten Preis-Leistungssieger. Wenn wir uns das Gerät an sich angucken, übrigens, zum Thema Akku, du kannst ja auch den kleinsten Akku nehmen, den es gibt, auch ab 2 Ampere-Stunden, gar kein Problem, kannst du damit arbeiten. Das heißt, orientiere dich bitte allgemein nicht an den Akkus, die wir unten drin haben, weil ohne Akku steht er nicht. Ja? Deswegen haben wir überhaupt irgendwelche Akkus jeweils reingetan. An dem Gerät selber gibt es wenig Besonderes. Das ist einfach ein ganz normales Gerät, brushless, so wie auch alle anderen hier brushless sind. Du hast hier unten die Möglichkeit, 3 Modi einzustellen, 1, 2 und 3. Und den Automatikmodus, wobei man eher sagen muss, es ist ein Auto-Stopp-Modus. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du es auf diesen Modus einstellst und löst eine Schraube, was passiert dann? Dann ist es so, das Gerät schlägt und wenn es merkt, dass es nicht mehr schlagen muss, sondern frei dreht, ja, ihr alle kennt das von Schlagschraubern, dann ist es nicht so, dass das Gerät dann die Schraube wirklich runterzieht oder runterdreht, sondern dass er hört dann auf zu drehen, damit die Schraube nicht runtergezogen wird und das, was du vielleicht befestigt hast, nicht runterfällt. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Boden was hast, dann ist es nicht so sinnvoll, aber manchmal machst du was über den Kopf oder du machst was an der Wand und bevor es dann irgendwie komplett runtergezogen wird und dann runterfallen könnte, hält er dann auf, dann kannst du es von Hand machen oder. Ja? Das ist der Automatikmodus, sehr cool, dass schon dabei ist. Das Ganze hast du übrigens auch auf der anderen Seite. Wenn du etwas festziehst, kann er das genauso. Nämlich da ist es so, dass er frei dreht und wenn er anfängt zu schlagen, hört er auf im Automatikmodus, sodass du es dann mit dem Drehmomentschlüssel festziehen kannst. Ich finde für den Preis ein echt geniales Gerät. Mensch Leute, eine Sache habe ich ganz vergessen und zwar das hier gehört gleich mit dazu, also gehört zum Lieferumfang mit dazu, hat sonst keiner dieser Adapter. Den kannst du einfach hier aufsetzen und auf der anderen Seite hast du ein Innen-Sechskant. Dort nimmst du einfach so ein Bit, tust ihn hier rein und schon kannst du entsprechend mit einem normalen Bit arbeiten. Aber achte darauf, das müssen schlagfeste Bits sein. Und da gibt es noch einen Hinweis. Bitte achte auch darauf, dass deine Nüsse schlagfest sind. Ergo, es gibt ja auch so Steckschlüsselsätze oder andere Sätze, da sind eben nicht schlagfeste Nüsse drin. Zum Thema schlagfest und Nüsse, wir haben hier unten im Video, in der Videobeschreibung auch noch mal ein paar Sachen verlinkt. Und zwar entsprechende Sätze gibt es hier von Bosch, von klein, von groß. Gibt es natürlich auch zum Beispiel von Milwaukee. Den von Milwaukee zeige ich immer besonders gerne, weil er eine Sache hat, die die anderen nicht haben. Nämlich, wenn wir uns jetzt den Bosch angucken, das muss ich euch einmal zeigen, weil ich das so cool finde. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine 17er Nuss. Woran seht ihr das? Das ist eine 17er Nuss, oder? Das ist doch eine 17er Nuss. Keine Ahnung, ob das eine 17er Nuss ist. Es ist eine
Ist eine 19er Nuss, genau. Aber hier bei Milwaukee, das ist eine 19er Nuss, da steht es richtig schön groß drauf. Ist eine Kleinigkeit, aber finde ich richtig genial. Kommen wir gleich zu 4 Geräten von Bosch und ich gehe wirklich relativ kurz drüber und zeige euch nur die Besonderheiten. Wenn du noch mehr Informationen haben willst, gar kein Problem, geh in das Video, das ich dir hier verlinke, einfach rein. Da haben wir auch die komplette Schlagschrauber-Range von Bosch auf dem Tisch und es ist echt erstaunlich, wie viele verschiedene es gibt und das ist natürlich nicht nur so bei Bosch, sondern es ist bei allen anderen Herstellern auch so, dass es wirklich eine riesige Vielfalt gibt. Doch mal ganz wichtig, heute geht es ja nur um die neuen und die besonderen Geräte, die wir euch hier auf den Tisch mal gestellt haben. Also legen wir doch einfach mal los und fangen hier mit dem 215er an, dem hier. Der hat eine Besonderheit und zwar ist der, es ist zwar ein Schlagschrauber, er hat aber keine Vierkantaufnahme, sondern wir haben ja eine Innen-Sechskant, wo du einfach Bits einsetzen kannst. Das heißt, so wie beim Akkuschrauber hast du so eine Aufnahme meistens auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Legst das hier ein, zack, und dann kannst du damit arbeiten. Wichtig ist auch hier immer, denk dran, schlagfeste Bits. Du kannst hier relativ einfach rein rausnehmen, kannst normal mit Bits arbeiten. Du kannst aber auch hier mit so einer ganz kleinen Nuss arbeiten und kannst dementsprechend auch Schrauben mit anziehen. Das Ganze aber wirklich nur bis 215 Newtonmeter Anzugsdrehmoment, was im Verhältnis zu den anderen hier quasi fast schon lächerlich wenig ist, aber das will ich auch nur für kleine, einfache Arbeiten gedacht. Deswegen ist er aber auch klein, einfach und handlich, sehr, sehr kompakt gemacht. Das ist etwas, wo du sagst, Holzschrauben kannst du damit reinschrauben. Ich bin der Meinung, auch Blechschrauben kann man damit reinschrauben. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was würdet ihr mit so einem kleinen machen. Von dem Modus ist es auch so, dass wir hier sagen können, okay, ich habe nur Modus 1 und 2, also 2 verschiedene Geschwindigkeitsmodi. Ich kann von Holz auf Metall also das Ganze ändern und ich habe hier auch die Autostopp-Funktion. Wenn wir uns jetzt mal weiter das angucken, kommen wir jetzt hier zum 285er, der auch schon ein bisschen mehr kostet und genau sein bedeutend mehr. Wir sind hier bei einem Preis von 215 €, also fast 100 € noch mal mehr, fast, rund mal stark, haben aber eine echt geniale Funktion. Wir haben hier fast 300 Newtonmeter, 285, haben hier aber einen Außen Vierkant und einen Innen Sechskant. Das heißt, wir können hier ganz normal eine Nuss raufstecken, können aber auch hier diesen Bit einsetzen, indem wir das hier nach vorne ziehen. Bit rein, Moment, so, rein da, so, und können damit arbeiten, genauso wie beim anderen, alles dasselbe machen, können hier einfach den wieder rausnehmen, Bit, also Nuss drauf und können arbeiten. Wirklich genial, finde ich cool. Von der Bedienung her ist der gleich ausgestattet. Das heißt, das Bedienfeld sieht annähernd ähnlich aus und hat dieselben Funktionen. Ja. Gucken wir noch mal einen weiter, dann sind wir schon beim 350er. Ja. Hier 350 Newtonmeter Drehmoment, aber weil wir hier die ganzen Spezialfunktionen nicht mehr haben und so weiter und so fort, wieder etwas günstiger. Das heißt, wenn du einen reinen Schlagschrauber haben möchtest mit 350 Newtonmeter, bist du hier mit 160 € eigentlich relativ cool dabei. Wir kommen noch mal zu einem Preis-Leistungssieger, den wir hier haben, 180 €, 700 Newtonmeter. Schon krass, ja. Hier ist es so, dass wir nochmal deutlich eingeschränkter sind von der Bedienung. Wir haben hier einfach nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe Stufe 1, 2 und 3 und diese Autostopp-Funktion, die ich vorhin beschrieben habe, die hat er auch beim Rausdrehen zum Beispiel. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu dem Prunkstück bei Bosch aktuell, nach meiner Meinung. Jetzt kommen wir zum 750er. Der kostet aber schon satte 280 €, hat aber jede Menge Dinge, über die wir eigentlich kurz sprechen müssen. Als erstes, übrigens eine Kleinigkeit, aber wir würden hier bei dem wirklich empfehlen, einen Procore zu nehmen. Ja? Also einen Procore-Akku zu nehmen, um das letzte bisschen an Leistung nochmal rauszukitzeln. Unsere Empfehlung. Der hat hier auch eine coole Funktion, die man bei Schlagschraubern manchmal hat. Du nimmst jetzt zum Beispiel ziehst etwas an mit einem sehr hohen Drehmoment, mit einem Schlagschrauber, meinetwegen 5, 6, 7, 800, 1000 Newtonmeter und ziehst das an und dann nimmst du den Schlagschrauber, ziehst ab und was passiert? Die Nuss bleibt halt stecken. Das ist ätzend und macht gar keinen Spaß. Dann musst du die irgendwie so abfriemeln, weil sie ja sehr stark angezogen ist, sich dann leicht in der Schraube verkantet. Bei dem Schrauber ist das so, dass er eine Funktion hat, dass wenn du aufhörst, dass er dann einen ganz kleinen, Minischlag zurückschlägt und dadurch die Nuss lockert und du sie wieder abziehen kannst. So ganz einfach abziehen kannst, aber es ist nicht so stark, dass das Drehmoment geändert wird. Finde ich eine wirklich
wirklich geniale Sache. Dann haben wir hier als erstes von diesen 4 Modulen, wo du Connectivity eingebaut hast. Das heißt, du hast hier ein Connectivity-Modul eingebaut und kannst die ganzen Modi, die du hier unten hast, alle dir individuell einstellen. Also genau so, wie du es brauchst. Kommen wir zu Dewald und die beiden hier könnten nicht weiter auseinander liegen. Also eigentlich müssten wir sie so hinstellen, weil sie sind so weit auch von der Kraft auseinander. Wir haben hier ein Gerät mit nur 56 Newtonmeter. Er kostet aber 190 €. Da werden viele von euch sagen, was ist denn hier eigentlich los? Aber das Gerät hier ist ein hydraulischer Schlagschrauber, kein normaler Schlagschrauber, sondern der ist anders angetrieben. Dadurch hat er einen großen Vorteil, er ist extra leise, also er ist deutlich leiser als normale Schlagschrauber. Er hat aber trotzdem sehr viel Kraft. Da wirst du erstmal sagen, hä, wie, was? 56 Newtonmeter sind halt 56 Newtonmeter. Das stimmt, aber wir haben ihn mal verglichen gegen einen Schlagschrauber mit deutlich mehr Kraft. Das waren so um die 200. Video verlinke ich ja auch mal hier oben. Und da war es so, dass er die große Schraube gleich schnell versenkt hat wie ein herkömmlicher Akkuschrauber, schon sagen, ein herkömmlicher Schlagschrauber. Echt erstaunlich. Nochmal, hier auch super kompakt, super klein und es ist nicht dafür gedacht, um wirklich große Nüsse zu schrauben, sondern wir haben hier auch innen Sechskant. Das heißt, wir können hier wieder unseren Bit nehmen, einsetzen, können damit arbeiten oder können hier entsprechend auch hier das Ganze für eine Schraube einsetzen. Und können damit loslegen. Was man auch sagen muss, in allen, vom Gesamten her ist er extrem leicht. Er ist wirklich sehr, sehr leicht. Und gerade mit dem kleinen Akku hier, mit dem Power Stack 1,7 Ampere-Stunden, und der reicht völlig aus, wirklich, um damit zu arbeiten, hast du ein super kompaktes, schönes, kleines, leichtes Gerät in der Hand. Er hat aber nur 2 Stufen, also Stufe 1, Stufe 2. Und was du auch noch hast, ist eine Taschenlampenfunktion. Wir haben ja ein extrem gutes Licht mit 9 LEDs, stellst du hin. Und dann bleibt er jetzt 20 Minuten an, erst dann geht er aus. Das heißt, wenn du irgendwo in einem engen Raum bist, brauchst du eine Taschenlampe und hast den gerade auch zur Hand, kannst ihn in die Ecke stellen, schön ausgeleuchtet, erst nach 20 Minuten wieder ausgehen, sonst irgendwann ist der Akku auch mal leer, wenn du es sonst tagelang stehen lassen würdest. Ja? Das haben wir jetzt hier zu ihm. Sehr klein, kompakt. Bei dem hier ist es genau andersrum. Klein, kompakt ist hier gar nicht. Wir haben hier 1925 Newtonmeter und das ist schon beachtlich. Anzugsdrehmoment ist der stärkste hier im Feld und mit einem Preis von 370 € eigentlich auch ein Preis-Leistungswunder, denn die anderen hier kosten teilweise dasselbe, aber haben deutlich weniger Kraft, teilweise nur 1000 Newtonmeter. Kommen wir ja gleich noch dazu. Wir haben hier übrigens ein Lösemoment von über 2500 Newtonmeter. Das ist schon echt erstaunlich. Und an diesem Gerät ist eine Sache, die man erstmal gar nicht so offensichtlich so im Kopf hat oder vor Augen hat, wirklich genial. Und zwar ist es hier das Bedienfeld. Ich habe erstmal die Möglichkeit, hier die LED oder das Licht hier einzuschalten, leicht auch zu dimmen und wieder auszuschalten. Aber ich kann hier zwischen Stufe 1, 2 und 3 wechseln. Bei dem Bedienfeld ist es so, dass es erstmal sehr schön groß ist, sehr präsent, sehr schön dargestellt. Nicht diese kleinen Fitzelanzeigen, die teilweise an den Geräten dran sind. Und der Knopf ist definitiv der beste zum Verstellen. Ich kann den sehr schön greifen und ich kann den sehr schön auch reindrücken. Viele von euch werden jetzt vor dem Bildschirm sagen, was labert der da? Was ist denn da so besonders dran? Aber wenn man alle hier mal ausprobiert hat, kann man wirklich sagen, es gibt bei einigen, wo man sagt, na, mit Handschuhen kannst du schon ganz vergessen, aber auch so mit normalen Fingern, das musst du schon ein bisschen so reinfummeln. Bei dem hier, da kannst du so drauf, hier zack, zack, zack einstellen, gar kein Problem. Was er zu sich hat, ist hier auch die Automatik-Stopp-Funktion für Rein- und Rausschrauben. Und dann hat er noch eine Sache, die wir im Handbuch gelesen haben, noch nicht getestet haben. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, sollen wir das mal testen. Er hat hier eine Funktion, dass wenn er 4 Sekunden geschlagen hat, dass er und gesagt hat, naja, wenn ich jetzt so lange schlage, dann geht er nochmal in den Turbo-Modus, hat er nochmal extra viel Kraft. Finde ich interessant, habe ich aber noch nicht getestet. Kommen wir zu Makita. Hier haben wir den TW003G. Hier auf dem Tisch fehlt der TW002G. Die kosten etwa gleich viel. Wir sind hier bei knapp über 300 €. Wir haben hier ein Gerät mit 1360 Newtonmeter. Der 002, der hat nochmal deutlich mehr Kraft, vor allem auch beim Lösen ist er deutlich über 2000 Newtonmeter, sodass du dir ergo überlegen kannst, möchte ich eher den oder eher den haben. Das Gerät an sich, ja, ist extrem robust, sehr groß und hat hier vor allem als Besonderheit alle Einstellmöglichkeiten, die wir zum Beispiel bei Bosch haben, über eine App, über 1000 Knöpfe, aber vor allem in der App kann ich alles fisselig einstellen. Das kann ich hier alles mit dem Bedienfeld einstellen. Ich kann den Automatikmodus einstellen, ich kann die Geschwindigkeit einstellen, ich kann hier das Licht auch, übrigens auch hier direkt hier dimmen. Bei Bosch kann ich es auch dimmen, aber nur über die App.
Ja, hier kann ich das alles dann entsprechend über den Knopf machen. Ich kann hier diesen Automatikmodus ein-, ausschalten, rein, raus und so weiter und so fort. Das kann ich alles über dieses Bedienfeld machen. Das macht das auch ein bisschen kompliziert, weil du hast 4 Knöpfe, die alle möglichen Funktionen ein- und ausschalten. Aber du sagst, App, bah, brauche ich nicht. Ich möchte alles am Gerät einstellen, ist das hier dein Gerät. Jetzt mal ein komplett anderes Thema und das hier sind auch nur Stellvertreter. Und zwar haben wir hier Industrieschlagschrauber. Das haben die anderen Hersteller übrigens auch, nur ganz wichtig. Nicht nur Milwaukee macht sowas, sondern auch Bosch, Makita und so weiter und so fort stellen spezielle Geräte für die Industrie her. Bei denen wollten wir es euch aber mal zeigen, denn wir haben hier zwei. Sieht aus wie ganz normaler Schlagschrauber, oder? Also man denkt, ja, so ein Schlagschrauber. Man würde auch vermuten, bei dem hier, der hat irgendwas zwischen 700 und 1000 Newtonmeter und macht und tut. Nee, ganz und gar nicht. Denn wir haben hier erst einmal, hier haben wir einen Schlagschrauber, 580 € mit nur 203 Newtonmeter. Hier haben wir sogar 750 Newtonmeter mit 338 Newtonmeter. Also übrigens sehr exakte Zahlen. Genau das ist auch das Markenzeichen genau dieser Geräte. Denn wir haben hier zwei Geräte, die sind speziell gedacht für Solaranlagenbau. Wenn du so 5000 Panels in Reihe irgendwo an eine Wand ran schraubst, dann möchtest du das wirklich exakt und genau richtig machen. Und deswegen kannst du diese Geräte sehr, sehr, sehr fein einstellen. Du hast hier eine Connectivity-Funktion, deswegen kannst du hier draufklicken, siehst hier auch Bluetooth ist aktiviert, hier oben leuchtet das auf, wenn dein Handy damit verbunden ist und kannst hier die Modi genau mit deinem Handy einstellen, genau wie du es brauchst für deinen Anwendungsfall oder in deiner Solaranlage. Ja, vielleicht nicht an deiner, sondern der von deinem Kunden, weil privat wirst du die niemals kaufen, weil so viele Alarmanlagen kannst du gar nicht bauen, dass sich das für dich lohnt. Was speziell ist hier, du kannst sie dir sehr, sehr, sehr genau einstellen. Was du bei denen hier machen kannst, da kannst du so in etwa ja so grob irgendwie so und so viel Newtonmeter. Hier kannst du das ganz, ganz, ganz fein einstellen auf genau den Anwendungsfall, genau die Anzugsdrehmomente, die du brauchst. Und jetzt ist es so, dass du vielleicht einen Industriekunden hast, wo du sagen musst, naja, du musst nachweisen, mit wie viel Newtonmeter du es angezogen hast, dass du auch alle Schrauben genau gleich angezogen hast und so weiter und so fort. Die sind übrigens darauf ausgelegt, dass du diesen Drehmoment, diesen Anzugsdrehmoment zum Beispiel so fein einstellst und es immer wieder mit einem sehr kleinen Toleranz immer wiederhol genau das wieder machen kannst. Und du kannst hinterher nämlich Folgendes machen, du kannst dich hier wiederum damit verbinden und kannst dir so eine Art Logbuch runterladen, kannst das ausdrucken, kannst ein PDF an deinen Kunden schicken und so weiter und so fort als Nachweis. Also du siehst also, es gibt so spezielle Geräte, da würde man jetzt erst einmal gar nicht drauf kommen, oder zumindest würde man gar nicht vermuten, dass Milwaukee so ein Gerät mit im Repertoire hat. Also das erstmal nur so als Stichwort, krass, was es alles gibt. Bevor wir jetzt übrigens zu Flex kommen, habe ich eine Sache noch bei den beiden vergessen. Wenn du beim Arbeiten bist und merkst, irgendwie hier oben kommst du vielleicht irgendwo gegen und stößt meinetwegen auch irgendwelche Solarmodule oder andere Sachen kaputt. Es gibt hierfür Dinge zum Nachkaufen und zwar so eine Art Vollgummierung kannst du kaufen, hier drüber stülpen und dann ist das Ganze noch mehr geschützt. Ich glaube weniger fürs Gerät, sondern eher, dass du nicht irgendwo gegenkommst. Das Gerät wird natürlich auch geschützt. So, das Ganze gibt es für den oder für den. Lass uns jetzt mal zu Flex kommen. Bei Flex ist es echt lustig, denn wir haben hier zweimal quasi dasselbe Gerät. Übrigens entschuldigt, wenn ich mich manchmal ein bisschen verspreche. Bei den Geräten ist es so, wir haben einmal 360 bzw. 350 €, kostet gleich viel. Jetzt haben wir rund 350 €. Und wir haben hier das gleiche Gerät. Warum? Denn wir haben hier einmal 1500 und einmal 1600 Newtonmeter und ja, das liegt jetzt nicht an der Aufnahme, aber der Unterschied zwischen den beiden ist, wir haben hier einmal Halbzoll und hier 3/4 Zoll. Dass wir hier einen Tick mehr Kraft haben, ja, sei es drum. Ja? Aber ansonsten unterscheiden sich Geräte eigentlich überhaupt nicht. Was aber auffällt, ist Folgendes, was mir auffällt, auch gerade auch im Vergleich zu den anderen, ist das Thema Licht. Moment, Licht. Denn wir haben hier erstmal gar kein Licht, denn das Licht können wir uns einstellen. Das machen wir auch mal schnell. Moment, so, etwas länger drücken und dann können wir jetzt Folgendes machen. Wir können das Licht nämlich auch fein justieren. Erstmal von ein bisschen heller und zack. Also 1, 2, 3, 4, das ist das Maximum. So, und jetzt haben wir hier ringsrum Licht, und zwar ordentlich Licht und von dort auch nochmal Licht, auch ordentlich. Wenn du dann nichts siehst, weiß ich auch nicht. Hier hast du auch genau dasselbe, hier kannst du 3 Stufen einstellen und hast hier auch den Automatikmodus für reinschrauben, rausschrauben und so weiter und so fort. Und du kannst dich hier quasi aussuchen, möchte ich eher mit Halbzoll
oder mit 3/4 Zoll arbeiten. Kommen wir zu unserem letzten Aspiranten Fein. Viele von euch kennen Fein als absoluten Spezialisten und hier haben wir jetzt mal einen neuen Schlagschrauber von Fein und allgemein bitte ich euch, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, welches dieser Geräte soll ich mal detaillierter testen, einfach alle, was auch immer, und was soll ich testen, weil ich hätte echt Lust, mal wieder mit dem Drehmomentschlüssel mal Sachen auszuprobieren, aber das liegt an euch, was wollt ihr denn gerne sehen? Hier bei dem Gerät Fein, auch mal ein Gerät, wo wir sagen, oh, guck mal hier, was ist denn da mit dem Akku los, denn wir haben hier ein M-Share-Gerät, ergo, wir können ganz normale Bosch 18 Volt Akkus nehmen, um das Ganze zu betreiben. Das ist die Akkuallianz von Bosch, wo Fein jetzt entsprechend drin ist. Bei dem Gerät fällt eine Sache sofort auf. Übrigens zum Thema Preis, da muss ich selber noch mal gucken. Wir haben einen Preis von 380 € und haben 1050 Newtonmeter Anzugsdrehmoment. Was hier besonders ist, und zwar super besonders, ist, wir haben gar kein Bedienfeld hier. Also man muss wirklich gucken, machen und tun und denkt sich so, okay, es hat nur einen Ausschalter. Nein, hat er nicht. Sondern wo wir hier ganz viel umständlich machen und tun und stellen und hier und da und App und bla 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 bla, hat Fein sich gedacht, lassen wir alles weg und machen einfach hier hinten einen Drehmoment, ein Rad hin und können das Ganze einstellen auf Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, 4, 5 und bis Stufe 6. Und man hat hier entsprechend das Ganze auch hier oben drauf abgebildet, sodass du keine Anleitung brauchst, kein gar nichts. Ja? Ganz häufig ist es so, wie viel, sag mal, in Stufe 2, wie viel Drehmoment hat er denn? Weiß ich nicht, wie viel Umdrehung, keine Ahnung. Hier steht es ganz einfach drauf. Hier steht genau drauf, so und so viel Drehmoment habe ich im Maximum auf der Stufe. Und das finde ich schon echt genial und das ist schon was Besonderes, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, ja, aber es ist ein anderes Bedienkonzept, was man übrigens bei allen anderen Geräten ja auch sieht. Jeder hat so sein eigenes Konzept für bestimmte Dinge zu tun und gern schreibt auch mal in die Kommentare, welches Konzept gefällt euch denn am besten? Ist es Connectivity? Ist es hier nur mit einem Knopf alles einstellen? Würde mich super interessieren. Ja. Ansonsten ist es so, dass wir für das Gerät zum Beispiel auch noch einen Adapter bekommen auf Innen-6-Kant, mit dem man noch viel mehr machen kann, zum Beispiel auch wieder Gewinde schneiden oder. Je nachdem, was du halt gerne damit machen möchtest. Ihr kennt das ja, am Ende ziehe ich ja immer noch mal ein Fazit und mein persönlicher Favorit ist irgendwie alle. Weil jeder Einzelne ist irgendwie speziell auf seine Art und Weise, kann er echt eine coole Sache machen, beziehungsweise hat so seinen eigenen Spin. Deswegen kann ich hier auf keinen Fall irgendeine Empfehlung treffen mit, kauft auf jeden Fall den oder den. Was man sagen kann, ist, dass er hier wirklich ein absoluter Preis-Leistungsbringer ist, muss man wirklich sagen, für 180 €, 700 Newtonmeter. Aber ich persönlich bin ja jemand, ich arbeite wirklich eher weniger mit Metall und vor allem gerade so eine großen Monster hier brauche ich wirklich nicht im Alltag. Deswegen kann ich euch hier keine Empfehlung geben, aber sicherlich in den Kommentaren. Lest dort mal nach, was die anderen dazu sagen. Denkt auch noch an das Gewinnspiel, das heißt, wenn ihr kommentiert, unten nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil, wenn das mal nichts ist. Ich freue mich auf eure Kommentare, dann gibt es den nächsten Test und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.